Ich zeige dir, wie du sehr wichtige Pokémon in der Kitakami-Provinz in Karmesin und Purpur ganz einfach bekommen kannst. Sirapfel heißt die neue Entwicklung von Knapfel, die ihr in dem DLC bekommen könnt. Falls ich mich übrigens anhöre, als hätte ich gerade einen Apfel im Mund, das liegt daran, dass tatsächlich ich krank bin. Ich bin leider erkältet, wie viele andere auch. Und zudem muss ich auch eine Spange in die nächsten Monate tragen und ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Deswegen kann es ein bisschen sein, dass meine Stimme komisch klingt. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, wie entwickelt ihr denn Knapfel zu Sirapfel? Das Design des Pokémon sieht schon ein bisschen anders aus als Drapfel oder Schlapfel. Aber das macht natürlich nicht viel aus, denn das mögen tatsächlich sehr, sehr viele. Zunächst einmal braucht ihr einen Knapfel. Das könnt ihr euch natürlich auch per Pokémon Home rüberlinken oder auch auf dem Apfelhügel fangen, der sich westlich von Midoriya befindet. Jetzt muss ich gerade nachdenken, welche Himmelsrichtung das ist. Ja, da gibt es ganz viel Knapfel und übrigens auch die beiden Entwicklungs-Items für Drapfel und Schlapfel. Die beiden Äpfel könnt ihr nämlich hier auch finden. Allerdings gibt es hier nicht den Apfel für Sirapfel, den ihr hier tatsächlich ja braucht, um die neue Entwicklung zu bekommen. Der befindet sich im Südosten von Midoriya. Den könnt ihr da nämlich kaufen. Dazu müsst ihr über diese Brücke gehen, dann so ein bisschen an dem Ufer entlang und schließlich findet ihr an einem Haus diesen Automaten hier. In der Nähe gibt es übrigens auch einen Flugpunkt. Das heißt, ihr könnt auch ganz einfach dahin fliegen, wenn ihr bereits diesen Flugpunkt freigeschaltet habt. Übrigens ist das Item auch eine wunderbare Geldfarming-Methode tatsächlich, denn das Item könnt ihr für 500 zwar kaufen, aber für 550 Pokédollar verkaufen. Das heißt, wenn ihr euch hier davor stellt und irgendwie so einen Controller habt, der die ganze Zeit A drückt, könnt ihr dann ganz einfach mehrere dieser Äpfel kaufen, dann alle wieder verkaufen und dann macht ihr das halt immer und immer wieder und macht dadurch natürlich auch immer 50 Pokédollar pro Apfel Gewinn. Doch ausnahmsweise geht es mal nicht ums Geld, sondern das Pokémon zu entwickeln. Ganz einfach den Apfel wie einen Entwicklungsstein bei dem Pokémon einsetzen und schon entwickelt sich das Pokémon. Ja, und dann hast du Sirapfel tatsächlich, also ganz einfach bekommen und kann übrigens auch den Evoliten tragen, da sich das Pokémon wahrscheinlich im zweiten DLC nochmal weiterentwickeln kann. Weiter geht's mit den Sinnoh-Startern, die ihr erhalten könnt, und zwar Panflam, Chelast oder aber auch Plinfa. Nachdem ihr euch einmal im Gemeindezentrum befunden habt, also einen Teil der Story durchgespielt habt, könnt ihr ebenfalls wieder über die Brücke laufen. Auf der rechten Seite ist euch vielleicht der Professor aufgefallen, also Senior Jim, den ihr tatsächlich hier auch ansprechen könnt und der mit euch dann ein kleines Picknick macht. Nach der Lunchtime mit Müll, ich meinte mit Schluppuk, ist natürlich auch das Ei sofort fertig, aber rauskommen tut tatsächlich kein Schluppuk aus diesem Ei, das ihr von Senior Jim geschenkt bekommt. Nach ein wenig umherlaufen, ihr könnt natürlich ein Pokémon mit Flammkörper benutzen, um den Prozess ein wenig zu beschleunigen, kommt aus dem Ei tatsächlich ein Sinnoh-Starter heraus. Feine Sache, denn normalerweise sollten die Sinnoh-Starter erst im zweiten DLC, die Indigo-blaue Scheibe, kommen. Das heißt, diese Starter bekommen wir hier wesentlich früher und damit ist das ein tolles und feines Geschenk. Habt ihr das Ei schon geholt und welchen Starter habt ihr bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Kommen wir nun zu einem sehr, sehr begehrten Pokémon aufgrund seiner Stärke. Denn es gibt eine neue Form von Ursaluna, die sich die Blutmondform von Ursaluna nennt. Das Besondere an diesem Ursaluna ist, dass es eine sehr starke Attacke namens Blutmond beherrscht, die es zwar nicht zweimal hintereinander einsetzen kann, was aber ein kleiner Nebeneffekt ist dafür, dass es eine 140er Base Power Normalattacke ist. Außerdem kann das Pokémon jegliches Geist-Pokémon mit Normalattacken treffen durch seine neue Fähigkeit, was ein enormer Vorteil für dieses Ursaluna ist. Es zu bekommen ist allerdings nicht so ganz einfach, deswegen erkläre ich euch das Ganze. Zunächst einmal braucht ihr mindestens 150 Pokémon in dem DLC-Pokédex. 100 Pokémon habt ihr von Anfang an, wenn ihr bereits den Paldea-Dex vervollständigt habt. Das heißt, ihr müsst noch 50 in der Region fangen. Euren Fortschritt bei dem Pokédex könnt ihr immer überprüfen, indem ihr die Minustaste drückt und dann den Pokédex öffnet und dann natürlich den Kitakami-Pokédex mit dem X. Da bekommt ihr auch einige Belohnungen heraus, unter anderem auch eine Schönschuppe, die ihr für Milotic benötigt. Und dann geht es wieder mal nach Midoriya, wo sich im Westen des Dorfes auch Gemma befindet, die auf uns wartet.
Gemma setzt 2 Pokémon gegen uns ein im Kampf, weil sie auch direkt gegen uns kämpfen möchte, weil wir ja die 150 Pokémon bereits zusammen haben, nämlich ein Noctu und ein Folipurba, was natürlich auf ihre Verwandtschaft mit Diam hinweist. Zur Erinnerung, das hier ist Diam, falls ihr nicht mehr kennt, von Pokémon-Legenden Arceus. Aber jetzt natürlich wieder zurück zu Karmesin und Purpur, denn wir wollen ja schließlich dieses Blutmond Ursaluna einfangen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Gemma besiegen. Die sagt uns, sie begibt sich zum Immerwald, der sich im Nordosten der Map befindet. Ganz in der Nähe übrigens, wenn ihr eh schon hier seid, befindet sich auch ein Relaxo, das den Weg versperrt, was ihr übrigens entweder besiegen oder einfangen solltet, denn dahinter befindet sich ein sehr wichtiges Item, das ihr für eure Abenteuerreise auch noch benötigt. Es ist nämlich eine edle Teetasse, die für die neue Entwicklung von dem lieben Mocha benötigt wird. Wenn ihr mit Gemma spricht, wird es so sein, dass sie angegriffen wird von einem Ariados, das ihr natürlich dann besiegen müsst. Ist keine große Aufgabe, aber stellt sicher, dass ihr geheilt seid. Nachdem das gemacht ist, wird euch Gemma erklären, dass das Pokémon Ursaluna sich am liebsten bei Nebel und Nacht lässt und deswegen müsst ihr auch einige andere Pokémon fotografieren, damit ihr genau wisst, wo ihr suchen müsst. Die ersten Pokémon zu fotografieren ist gar nicht mal so schwierig bei dieser Mission hier. Mogelbaum und auch Weberak lassen sich zum Beispiel sehr einfach finden. Ihr solltet euch am meisten am Rand der Map umsehen, beziehungsweise an den Bäumen einmal umsehen. Da sind sehr viele Pokémon, die ihr fotografieren könnt. Es sind hier übrigens nicht genau 10 Pokémon auf der Map. Das heißt, ihr könnt hier auch eventuell mehr als diese 10 Pokémon sehen. Es ist nur wichtig, dass ihr eine Spezies fotografiert, die ihr noch nicht fotografiert habt. Danach wird es so sein, dass ihr von Ursaluna angegriffen werdet, sobald ihr das Ziel erreicht habt. Gemma versucht hier zwar einige Fotos zu machen, das gelingt ihr aber nur so semi-gut. Ursaluna ist sehr stark, jetzt wisst ihr auch, warum ich vorher gesagt habe, dass ihr euch unbedingt auch heilen solltet, denn dieses Ursaluna ist durchaus in der Lage, euch alleine zu besiegen. Um das Ursaluna zu fangen, müsst ihr es hier in diesem Kampf erstmal besiegen und anschließend könnt ihr einen beliebigen Ball auf das Pokémon werfen. Ich habe jetzt einen Finsterball genommen, ihr könnt aber auch zum Beispiel, wenn ihr weniger davon getriggert seid, einen Mondball drauf werfen und dann habt ihr Ursaluna in eurem Wunschball eingefangen. Wie gesagt, ein sehr, sehr mächtiges Pokémon, das auf jeden Fall euer Team sehr bereichern wird. Nachdem ihr das Ursaluna gefangen habt, solltet ihr übrigens nochmal mit Gemma in Midoriya sprechen. Als Belohnung wird sie euch das Item Walschal geben, was sehr nützlich für Kämpfe ist, aber auch ein Hisui Fukano, was ihr normalerweise nur in Legenden Arceus erhalten werden kann. Hisui Fukano könnt ihr auch zu Hisui Akani weiterentwickeln, indem ihr dem Pokémon einen Feuerstein gibt. Das heißt, ihr habt eine weitere Hisui-Form ohne Legenden Arceus zu besitzen. Lasst gerne ein Like da und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr euch gerne auf der rechten Seite einmal umsehen. Da ist was auch für dich dabei.